Oh hey! Random, hast du nicht schon mal über diesen Cartoon zum 100. Mal geredet? Ach, klein Timmy, lass dir mal was Neues anfallen. Du machst doch immer dasselbe. Den immer selben Skit, die immer selben Worte, die immer selben Beschwerden. Anders als ich, der immer originelle Ideen macht und nie Videos remaked. Anyway, was für ein mega cringiges Intro mal heute. Und passend dazu reden wir doch mal über eine Show von dem Sender Adult Swim. Adult Swim ist bekannt für sehr experimentelle, surreale oder auch manchmal einfach alberne, absurde Shows. Und einer ihrer größten Hits möchte ich ein wenig genauer heute beleuchten. Genau heute reden wir über ihren ersten großen Hit, Aqua Teen Hunger Force. Und wie ich zu den Cartoons stehe, was es hier zu loben habe und so weiter und so fort, erfahrt ihr in diesem Video. Bedenkt, hierbei ist es nur meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Anyway, alles Disclaimer one disclaimed, legen wir mal los mit diesem Video. Aber bevor wir wirklich zu dieser Show als solches kommen, reden wir doch mal über die Story, die Handlung und was es nun etwa in dieser Show geht. Und da ist schon mein erster Fehler aufgetreten, denn so wirklich eine richtige Handlung, egal ob nun in Episode oder als Serie als solches, gibt es in Aqua Teen Hunger Force nicht. Aber anyway, dennoch gibt es ein paar Dinge zu erzählen an dieser Show. Und zwar die Charaktere, die mehr oder weniger definitiv ziemlich gut charakterisiert werden. Denn in der Show verfolgen wir die namensgebenden anthropomorphischen Fastfood-Nahrungsmittel Master Sake, Meat War und Frylock. Ersterer ist ziemlich egoistisch, arrogant und manchmal hält er sich für den Besten. Frylock dagegen ist mehr oder weniger das Genie dieser Truppe und ist auch öftermals der Empfinder von so einigen Erfindungen, die sehr schnell schief gehen. Und Meat Ward ist mehr oder weniger ein rollender Fleischklotz und diese drei leben gemeinsam in einer Gegend von New Jersey, wo sie unter anderem etwa auch einen Nachbar haben namens Carl, der vermutlich der ikonischste Charakter aus dieser Show ist. Und es gibt so einige andere Charaktere in dieser Show, die man bestimmt etwa nennen könnte, aber wir behalten das mal einfach auf die 4 Hauptfiguren. Denn so wirklich verfolgen wir größtenteils eigentlich nur diese 4 mit paar Figuren, die immer mal wieder auftauchen in irgendeiner Art und Weise. Und wenn man mich etwas zwingen müsste, irgendwie etwa einen Plot von dieser Show nachzugeben, dann würde ich am besten sagen, dass diese Show darum geht, wie wir diese 3 Freunde, Mitbewohner verfolgen, wie sie in random Shit reingehen oder auch irgendwelche random Sachen zu denen passieren. Sei es nun ulkige, wirklich absurde oder auch manchmal sehr mundane Ereignisse. Und da kommt auch schon der Humor ins Spiel. Denn wirklich viel kann man zu diesem Humor definitiv sagen. Denn anders, was die Show nicht wirklich im Plot hat, hat die Show deutlich mehr im Humor. Und der Humor ist dabei sehr vielfältig. So einige Humorarten haben wir hier, sei es nun schwarzen Humor, sei es nun sehr random Humor, sei es nun absurder, morbid oder auch surrealer Humor und so viel mehr. Und all diese verschiedenen Humorarten machen die Show wirklich aus. Denn am Ende des Tages ist diese Show eine pure Comedy und ich denke mal, auch wenn nicht jeder so zündet und ich zugegeben jetzt etwa nicht etwa groß laut lachen musste hierbei, gab es so einige witzige oder zumindest amüsante Jokes hier. Das kommt vor allem von den Interaktionen dieser 3 oder auch ein paar anderen Charakteren mit diesen und da gibt es auch etwa wirklich viele wundervolle Jokes, die ich bis zum Ende loben kann. Wirklich, die Show ist eine wirklich gute Comedy, die den Adult Swim Sinn an Humor mehr oder weniger etabliert hat. Denn am Ende des Tages war die Show natürlich der große Cornerstone von Adult Swim, der erste große Hit von Adult Swim. Und das vermute ich mal ist auch zu verdanken an den wirklich besonderen Artstyle bzw. Art Direction und wie die Show als solche aussieht. Denn zugegeben, die Show sieht jetzt nicht schön aus. Und ich glaube, die wenigsten würden mit mir darüber streiten, dass die Show nicht wirklich schön aussieht. Die Charaktere, vor allem unsere Charaktere, sind dann doch eher mehr crude. Der Artstyle kann manchmal sehr classy sein und oftmals wurden etwa Assets von Hanna-Barbera Shows genutzt, sei es nun in den Backgrounds und so weiter und so weiter. Und dennoch, auch wenn man etwa merken kann, dass die Show ziemlich billig aussehen kann, in Anführungszeichen, so doch hat es seinen ganz eigenen Charme. Denn auch wenn die Show nicht schön aussieht, weiß sie genau, was sie mit diesem Artstyle, mit diesem Aussehen von sich etwa bietet. Es bringt einfach einen wundervollen Charme zu sich. Auch wenn es wirklich nicht schön ist, aber das ist auch wirklich der Punkt an dieser Show und wie es eben aussieht. Und genauso kann man auch nicht verneinen, dass die Voice Actors hier einen wundervollen Job machen. Vor allem Dana Snyder, der hier bei Master Chief spricht, hat so eine ikonische, sehr nicht verwechselwerte Stimme zu sich. So kann ich irgendwie fast keinen Film oder eine Show mit ihm sehen, wo ich etwa nicht das Gefühl habe, hey, das ist Master Chief. Denn das ist die Stimme, die ich mit Dana Snyder
das Stimmkaliber wirklich am meisten assoziiere. Und Master Sega ist wirklich ein großes Highlight in dieser Show, denn auch wenn er sehr assig ist, so doch ist er so unterhaltsam. Vermutlich mein Lieblingscharakter aus dieser Show, wenn es um die Gags geht. Eine andere Sache, die man bei dieser Show benennen muss, ist natürlich auch die Sache, dass diese Show ziemlich lang etwa gelaufen ist. So ging der originale Run dieser Show von 2000 bis 2015. Und auch wenn ich behaupten würde, dass spätere Seasons vielleicht nicht etwa das Nagel auf den rechten Fleck gehabt hatten, so doch empfinde ich, dass diese Show in vielen Aspekten auch über ihre späteren Jahre immer noch sehr überzeugend ist. Natürlich, mit so vielen Episoden gibt es auch manche Stinkers oder manche Episoden, die einen nur mit einem mäßigen Gefühl zurücklassen, aber das, was man in diesen 15 Jahren an diesen Originalrun von Aqua Teen Hunger Force erschaffen hat, ist wirklich unglaublich, würde ich mal behaupten. Denn die meisten Shows, wenn die so lang laufen, werden nach einer Weile ein wenig verrotten. Aber nein, Aqua Teen Hunger Force hat sich eigentlich sehr gut gehalten, wie die meiste Zeit seines großen Runners. Als solches ist Aqua Teen Hunger Force Ikones. Es ist für einen guten Grund zu der Adult Swim Serie schlechthin, zumindest in den Early Jahren dieses Senders geworden. Denn nicht nur hat dieses Show mehr oder weniger die Identität des Senders wirklich gut gesaped, sei es nun etwa der Sinn an Humor, der Sinn experimentell zu sein, der Sinn Artstyles zu haben, die jetzt wirklich nicht schön sind, aber wirklich gut funktionieren können, weil das eben etwa der Punkt war und eben eine andere Sorte an Adult Cartoon Comedy zu präsentieren oder generell Adult Cartoons zu präsentieren. Und dafür kann man die Show auch respektieren und persönlich mag ich die Show als solches. Und auch die zwei Filme, die die Show gekriegt haben, finde ich für den Großteil überzeugend. Auch wenn ich persönlich eher mehr das kurze Format der 11-minütigen Episoden bevorzuge. Ich denke, die Comedy strahlt am meisten in diesem Format. Aber hey, der erste Film ist sehr amüsant und der zweite Film hat seine Momente. Aber anyway, nun würde mich eure Meinung interessieren. Erinnert ihr euch noch an Aqua Teen Hunger Force? Wie steht ihr zu dieser Show? Eure Gedanken zu dieser Show, wer euer Lieblingscharakter oder amüsantester Charakter eben ist aus dieser Show, gerne in die Kommentare. Mich würde das alles wirklich sehr stark interessieren. Aber anyway, das war's schon von mir. Wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye.